Der Pitbull umschlang das schlafende Baby mit seinen Pfoten und ließ es nicht los. Als Emily versuchte, ihren Sohn aus dem Bettchen zu heben, knurrte Max sie an. Ihr eigener Hund versperrte ihr den Weg zu ihrem eigenen Kind. Sie griff nach dem Telefon, um den Tierkontrolldienst anzurufen. Doch dann sah sie etwas hinter dem Gitterbett, das sie erstarren ließ. Vergessen Sie vor dem Anschauen nicht, ein Like dazulassen und zu abonnieren, um keine weitere rührende Geschichte wie diese zu verpassen. Und schreiben Sie in die Kommentare, von wo aus Sie zuschauen und wie spät es bei Ihnen ist. Emily hatte seit Wochen nicht mehr als 3 Stunden am Stück geschlafen. Das kleine Baby Ethan hatte Koliken. Er weinte nachts so lange, bis er Kopfschmerzen bekam und seine Augen kaum noch fokussieren konnten. Ihr Ehemann Michael arbeitete nachts in der Fabrik und ließ sie allein in ihrem kleinen Haus mit dem weinenden Kind und der zunehmenden Erschöpfung zurück. Sie fing an, Fehler zu machen. Sie stellte die Milch in den Schrank, vergaß, die Haustür abzuschließen und ließ einmal sogar den Herd 2 Stunden lang eingeschaltet, nachdem sie die Babynahrung aufgewärmt hatte. Max, ihr 5-jähriger Pitbull, war schon vor Ethans Geburt Teil ihrer Familie. Michaels Vater hatte ihnen den Hund als Welpen geschenkt und Max war schon immer ein sanfter, großer und starker Hund mit Charakter gewesen. Als Emily Ethan aus dem Krankenhaus nach Hause brachte, beschnupperte Max das Baby einmal und legte sich wie ein wachsamer Wächter neben die Wiege. Perfekt, dachte sie, eine ideale Familie. Doch vor 3 Wochen änderte sich etwas. Max fing an, sich ständig in der Nähe von Ethans Bettchen aufzuhalten. Zuerst dachte Emily, es sei süß, sogar beschützend, aber dann wurden diese Handlungen häufiger. Max stellte sich jedes Mal zwischen sie und das Kind, wenn sie näher kam. Wenn sie nach Ethan griff, stieß Max ihre Hand sanft, aber bestimmt mit seinem großen Kopf weg. Einmal packte er sogar den Rand von Ethans Decke mit dem Maul und versuchte, die Wiege durch den ganzen Raum zu ziehen. »Michael, ich meine es ernst«, sagte Emily eines Morgens. Ihre Stimme zitterte vor Müdigkeit und Sorge. »Er wird zu besessen. Das ist nicht normal.« Michael rieb sich die müden Augen. Er war gerade erst von der Arbeit zurückgekommen und wollte nur schlafen. Max hat noch nie in seinem Leben jemandem wehgetan. »Ich sage ja nicht, dass er jemandem wehgetan hat«, sagte sie schroff und fühlte sich wegen ihres Tons unwohl. »Ich sage, dass sich sein Verhalten ändert. Er lässt mich nicht an mein eigenes Kind heran.« »Unser Kind«, sagte Michael leise. »Und Max passt wahrscheinlich nur wachsam auf.« Hunde können spüren, wenn Kinder Fürsorge brauchen. »Das ist keine Wachsamkeit, Michael. Ich weiß nicht, was es ist, aber es macht mir Angst«, hauchte Emily. Michael atmete tief ein, ein langer, erschöpfter Seufzer, wie ihn 2 müde Menschen atmen, um das Gespräch fortzuführen. »Was willst du, dass ich tue?« fragte er. »Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, ihn draußen zu lassen oder zumindest weg vom Kinderzimmer.« Die Worte hingen zwischen ihnen wie ein gebrochenes Versprechen. Sie hätten niemals daran gedacht, Max wegzugeben. Aber Müdigkeit bringt Menschen dazu, Dinge zu sagen, die sie nicht so meinen, oder vielleicht Dinge, vor denen sie zu viel Angst haben, sie zuzugeben. Der Stress im Haus nahm in den nächsten Tagen zu. Max' Verhalten wurde schlimmer. Er lag quer im Türrahmen des Kinderzimmers und zwang Emily, über ihn hinwegzusteigen. Wenn sie Ethan auf den Arm nahm, um ihn zu füttern, folgte Max ihr auf Schritt und Tritt und gab leise, wimmernde Geräusche von sich. Seine Augen ließen das Kind nicht los. Dunkel, konzentriert. Er blinzelte nie. Eines Nachts erreichte Emily ihre Belastungsgrenze. Ethan schrie 3 Stunden am Stück ohne Unterlass. Nichts half. Kein Füttern, kein Windeln wechseln, kein Wiegen, kein Singen. Ihre Ohren dröhnten von diesem Geräusch, ihr Körper zitterte vor Erschöpfung. Als sie Ethan schließlich schlafen gelegt und ihn ins Bettchen gebettet hatte, sprang Max sofort auf und drückte seinen Körper gegen die Gitterstäbe des Bettchens.
»Max, nein«, flüsterte sie und versuchte angestrengt, Ethan nicht zu wecken. »Geh weg!« Max rührte sich nicht. Er drehte den Kopf zu ihr, und zum ersten Mal in 5 Jahren sah sie in seinen Augen etwas, das sie frösteln ließ. Kein Zorn, sondern etwas Schlimmeres. Verzweiflung. »Geh weg«, flüsterte Emily, und diese traurige Stimme von Max schmerzte sie trotz ihres Zorns. Aber er rührte sich nicht von der Stelle neben dem Bettchen. Emily packte ihn am Halsband. Max wehrte sich und stemmte die Beine dagegen. Die Muskeln spannten sich unter ihrem Griff an. Sie hatten noch nie zuvor so gekämpft. Sie zog stärker. Er wich zurück. Seine Augen blieben auf das Bettchen gerichtet. »Verschwinde«, sagte sie laut und schroff, verzweifelt. Ethan bewegte sich ein wenig, wachte aber nicht auf. Max' Ohren legten sich an den Kopf, aber er rührte sich immer noch nicht. Da traf Emily eine Entscheidung. Morgen würde Max draußen bleiben. Sie hielt es nicht mehr aus, konnte nicht mehr mit ihrem Hund kämpfen, um zu ihrem eigenen Kind zu gelangen. Sie ließ sein Halsband los und verließ den Raum, wobei sie die Tür hinter sich schloss. Max' Gewicht prallte auf der anderen Seite gegen die Tür. Der Morgen brach mit sanftem Winterlicht an, das durch die beschlagenen Fenster drang. Emily wachte auf dem Sofa auf, wo sie eingeschlafen war. Ihr Nacken war steif, ihre Augen brannten. Sie hörte, wie Ethan leise im Kinderzimmer gluckste, wach, aber zufrieden. Das seltene Geräusch eines zufriedenen Babys erfüllte sie mit Erleichterung. Sie stand langsam auf und plante bereits, wie sie Michael von ihrer Entscheidung bezüglich Max erzählen würde. Die Tür zum Kinderzimmer stand einen Spalt breit offen. Sie stieß sie auf. Max stand unbeweglich neben dem Bettchen, angespannt. Als Emily eintrat, sah er sie nicht an. Stattdessen bellte er scharf, wild und grimmig. Der Schall hallte durch den kleinen Raum. Ethan fing sofort an zu weinen. Emily bewegte sich auf das Bettchen zu. Max sprang zwischen sie und Ethan, nicht um anzugreifen, sondern um zu blockieren. Er bellte erneut, eine klare Warnung. Dann tat er etwas, das sie erstarren ließ. Er umschlang Ethan mit beiden Vorderpfoten, drückte das Kind an seine Brust und begann, von der Wand zurückzuweichen. »Max!« »Hör auf, du tust ihm weh.« Aber Max tat Ethan nicht weh, er beschützte ihn. Sein Körper schlang sich um das Kind wie ein Panzer. Sein Kopf war der Wand hinter dem Bettchen zugewandt. Emily blieb der Mund offen stehen. Der Zorn wich Verwirrung, dann Angst. »Was ist los? Was siehst du?« Sie ging um Max herum und schaute an die Wand hinter dem Gitterbett. Nichts Deutliches. Dieselbe Wand, die gestern da war, letzte Woche, letzten Monat. Dieselbe Steckdose, teilweise hinter dem Bettrahmen verborgen. Dieselbe. »Warte mal.« Emily trat näher. Ein schwacher Geruch lag in der Luft. Keine schmutzigen Windeln, keine alte Milch. Etwas Scharfes, etwas Brandiges. Ihr Blick fand wieder die Steckdose. Da war ein dunkler Fleck. Dunkel. Ein Abdruck auf der weißen Kunststoffabdeckung. Und da war ein kaum wahrnehmbarer, dünner Rauchfaden, der hinter der Steckplattenabdeckung aufstieg. Die Zeit blieb stehen. Alles, was Emily für vertraut gehalten hatte, änderte sich in einem Augenblick. Max war ständig in der Nähe geblieben, hatte sich geweigert, aus dem Kinderzimmer zu gehen, hatte verzweifelt versucht, das Bettchen zu verschieben. Er war nicht eifersüchtig. Er versuchte, sie zu warnen. »Oh mein Gott«, hauchte sie, und dann noch lauter, »Oh mein Gott«. Sie riss Ethan aus Max' Obhut. Ihre Hände zitterten so stark, dass sie ihn beinahe fallen ließ. Max leistete nun keinen Widerstand mehr. Er sah sie an und atmete schwer. Sein Schwanz wedelte leicht, als wollte er sagen, »Endlich, endlich hast du es verstanden.«
Emily rannte aus dem Zimmer. Ethan schmiegte sich eng an ihre Brust. Im Wohnzimmer griff sie mit zitternden Fingern nach dem Telefon und wählte die 911. »Feuer«, sagte sie. »Die elektrische Verkabelung im Kinderzimmer brennt. Hinter der Wand ist Rauch.« »Madame, Sie müssen das Haus sofort verlassen. Nehmen Sie Ihr Kind und alle anderen und gehen Sie nach draußen.« Emily war bereits in Bewegung und versuchte, die Haustür zu öffnen. Max drückte sich an ihre Beine, als wollte er sie in Sicherheit drängen. Die kalte Morgenluft schlug ihr ins Gesicht. Sie stolperte nur im Schlafanzug auf den Rasen vor dem Haus. Ethan weinte in ihren Armen. Die Nachbarn kamen aus ihren Häusern, beunruhigt durch den Lärm. Mrs. Wilson von nebenan eilte mit einer Decke herbei. »Emily, was ist passiert?« fragte sie. »Die Wand in Ethans Zimmer. Sie hat gebrannt«, sagte Emily mit klappernden Zähnen. Die Feuerwehr traf nach 6 Minuten ein. Ihre Sirenen zerrissen die morgendliche Stille. Feuerwehrmänner und schweres Gerät strömten in das Haus. Emily stand auf dem Rasen und sah hilflos zu, wie sie mit Äxten und Brandschutzausrüstung hineingingen. Max saß an ihre Beine gepresst. Sein warmer Körper war das Einzige, was sie davor bewahrte, umzufallen. Michael traf 20 Minuten später ein, nachdem er ihren panischen Anruf erhalten hatte. Als er aus der Fabrik kam, war sein Gesicht bleich vor Angst. »Geht es Ihnen gut?« fragte er Mrs. Wilson, die auf Emily deutete. Ethan war in Decken gehüllt, beide in Sicherheit. Er rannte zu ihnen und umarmte Emily und Ethan. Sein Körper bebte vor Erleichterung. Max drückte sich an sie, und dieses Mal stieß ihn niemand weg. Nach einer Stunde kam der Feuerwehrchef mit ernster Miene auf sie zu. »Sie haben Glück gehabt«, sagte er. »Die Verkabelung hinter dieser Steckdose war seit Wochen, vielleicht Monaten beschädigt. Schließlich wurde sie so heiß, dass sie das Material innerhalb der Wand entzündete. Noch 1 oder 2 Stunden und sie hätten einen Brand im ganzen Haus gehabt.« Emilys Beine gaben nach. Michael fing sie auf und hielt sie auf den Beinen. »Wir haben nicht einmal etwas gerochen«, sagte Michael. »Das hätten sie erst, wenn es zu spät gewesen wäre«, antwortete der Chef. »Das Feuer war innerhalb der Wand eingeschlossen. Bis der Rauch in den Raum gedrungen wäre, hätte es sich schon überall ausgebreitet. Das Gitterbett ihres Sohnes stand direkt an der Stelle, wo das Feuer ausbrach. Der Hund hat es gehört. Unser Hund wusste es.« Der Chef sah Max an, der wachsam und aufmerksam zu Emilys Füßen saß. Hunde spüren Temperaturveränderungen und seltsame Gerüche lange vor den Menschen. Sein Verhalten hat wahrscheinlich ihrem Sohn das Leben gerettet. Das Leben ihres Sohnes gerettet. Diese Worte trafen Emily wie eine Welle. Sie sank direkt auf dem Rasen auf die Knie und schlang ihre Arme um Max' dicken Hals. »Verzeih mir«, flüsterte sie in sein Fell. »Es tut mir so leid. Ich dachte, du wärst eine Gefahr. Ich habe es nicht verstanden.« Max drehte seinen großen Kopf und leckte ihr Gesicht so sanft wie ein mütterlicher Kuss. In seinen dunklen Augen sah sie keine Schuld, nur die ruhige, zeitlose Geduld eines Wesens, das seine Bestimmung kannte, selbst als ihm niemand vertraute. Michael kniete sich neben sie und legte eine Hand auf Max' Rücken. »Das steht außer Frage. Für immer«, sagte Emily. »Für immer.« Manche Beschützer tragen Uniformen und Abzeichen, andere Fell und Glauben. Das, was wir fürchten, verbirgt oft vor uns das, was wir nicht sehen. Und manchmal sieht Liebe genauso aus wie ein Hund, der sich weigert zu gehen. Hat Ihnen diese Geschichte gefallen? Hätten Sie Ihrem Hund in diesem Moment vertraut? Ja oder nein? Lassen Sie es uns unten in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie diesen Kanal und hinterlassen Sie ein Like. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Einen schönen Tag noch.